Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Ja, weiter geht's. Wir haben ja das letzte Mal hier schon eine ganze Menge entdeckt, was wir hier noch einsammeln und anschauen können. So, da haben wir als erstes hier einmal die Schrotflintenmunition und hier ist noch ein Radio. Well, I was just outside for a breath of fresh air and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something ruffling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find him. Probably a rabbit. Sure, Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Oh, Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. Na dann, gute Nacht und auf Wiedersehen. Außerdem werde ich noch mal ganz kurz hier runtergehen, weil unsere Munition ja doch etwas zur Neige gegangen ist. Und ich habe gesehen von hier oben, dass hier ja noch ein bisschen Revolvermunition über ist. Das heißt, das sollte uns doch wieder ein bisschen auffüllen. Da müssen wir nur noch mal ganz kurz wieder zurück. Dann hatten wir da oben ja auch noch gesehen die Graffitis. Da müssen wir auch noch hin. Hüpf, hüpf. Jawohl. So, dann rennen wir mal ein bisschen schneller. Und hier oben, da waren ja noch Graffitis. Und hier hinten in der Hütte, da ist eine Kiste, wo wir lustige Sachen einsammeln können. Da haben wir wieder eine Leuchtpistole, sehr gut. Da haben wir jetzt zweimal Munition, 2 Patronen quasi. Und hier vorne liegt noch eine Manuskriptseite. Was haben wir denn da Schönes? Wake findet Seiten. Ach, echt? At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it I could save myself. With it I could save Alice. Okidoki. Ah, und da vorne leuchtet doch, glaube ich, schon die Tankstelle, wa? Das sieht doch ganz gut aus. Ja, da wollen wir auf jeden Fall hin, aber Karl ist hier noch unterwegs und hier ist noch eine Thermosflasche. Ach, ich freue mich. So, jetzt ist nur die Frage, Tankstelle wäre ja hier runter, oder? Das sieht nicht so geil aus hier. Ah, hier ist ein Generator. Ah, crap. Okay, bei dem muss ich jetzt aufpassen. So, den einen schon mal. So, Batterien haben wir jetzt noch gar nicht genug. Come on. So, jawohl.
crap. Das war knäpplich. Ah, wunderbar. Ah, ein Träumchen. So. Munition und Batterien. Ja, das ist nicht ohne hier. Okay, da müssen wir nochmal gucken. Der eine hier hat auch Äxte geschmissen. Jo. Oh, crap. So, ich glaube, ich sollte einfach mal hier weiter. Okay, ich muss ein bisschen mehr nachladen und darauf achten, wo die anderen sind. So, ich muss jetzt auf jeden Fall weiter. Ich warte noch mal ganz kurz, bis die Lampe wieder aufgeladen ist. Wir müssen dann doch da hoch. Ich glaube, wir werden hier noch viel Spaß haben. Okay, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Okay, Freunde, was dauert? Nerv. So. Nachladen, nachladen, nachladen. Safe Haven. Safe Haven klingt gut. Oh, crap. Oh, shit. Komm, lauf. Die sammle ich schon mal ein und bin tot. Das war klar. Okay, das ist richtig übel hier. Okay, Sekunde. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen hier. Ich muss weiterlaufen. Ich muss einfach laufen und rennen. Und ausweichen. Ich nämlich keinen Bock habe, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ah, crap. Komm, lauf. Oh, dieser Typ. So, nachladen, nachladen, nachladen. So, oh, da oben. Da oben ist ein Safe Haven. Halleluja. Ja, das ist übel. Hier muss man rennen ohne Ende. Aber dann nutzen wir das, die kurze Verschnaufpause doch mal und lesen Fernseher in der Tankstelle. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Okay, das verspricht ja noch lustig zu werden hier. Wenn ich das richtig sehe. So, dann sammeln wir doch hier mal schön was ein. Naja, viele Batterien haben wir jetzt hier nicht wirklich bekommen. Oh, crap. Sind wir jetzt hier unten bei der Hütte gelandet? Oder ist das jetzt wieder ein neuer Bulldozer? Moment, hier sind auf jeden Fall noch Graffitis. Dann müssen wir da hinten hin, oder? Ja. Sehr gut. Ja, ja, 3 Patronen, das ist doch ordentlich. Damit kann ich was anfangen. Oh. Crap. So, jetzt wird's spaßig. Da habe ich so das dunkle Gefühl. Hier ist nichts. Sieht mal so verführerisch aus hier hinten, aber hier ist wahrlich nichts. Aber da vorne liegt noch eine weitere Manuskriptseite. Oh, crap. Das sind 2, 3. Ach, du hast ja nicht.
Jawohl. So. Ganz flockig bleiben. So, jetzt warten wir erstmal ganz kurz. Ich hoffe, da werden uns jetzt nicht noch mehr überfallen. Da vorne liegt auf jeden Fall schon mal noch eine weitere Manuskriptseite. Komm, lad auf. Sehr schön. Ein Träumchen. So, dann nehmen wir die Manuskriptseite auf jeden Fall mal mit. Was haben wir hier? Wake lügt den Sheriff an. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up. And she wouldn't help me find Alice. Okay, der Sheriff ist also eine Frau. Darauf können wir uns schon mal einstellen. War hier hinten noch irgendwas? Nee, oder? Nope. Dann können wir mal hier rein. Oh, Batterien, sehr gut. Und das sieht nach Schrotflinte aus. Nice. So, dann sind wir doch jetzt hier mal mit der Schrotflinte auch ordentlich versorgt mit 12 Schuss. Ach, guck mal an. Hier ist auch ein Fernseher. Den können wir uns auch, das sind auch so in Anführungsstriche sammelbare Gegenstände. Dann machen wir den mal an. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs.
Ja, diese Night Springs Folgen, die sind schon echt crazy. Da werden wir hoffentlich noch ein paar von sehen. Ich werde mir die auch immer anschauen. Ich finde das nämlich super interessant und auch super wichtig, dass man die sich anschaut, wenn man die Story hier wenigstens so ein bisschen genießen möchte auch. Aber erstmal sollten wir hier das grüne Knöpfchen drücken. Dann dürfte nämlich eigentlich, genau, da draußen nämlich das Tor aufgehen. So. Und dann können wir hier noch das benutzen, aber das bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Ich dachte, vielleicht passiert noch irgendwo was, aber jetzt ist auf jeden Fall hier Party angesagt gleich. Ich das hier so sehe. I don't like this. Okay, Batterien sind wir voll. Hilfe. Ja, natürlich, da ist er. Und seine Kollegen. So, jetzt noch warten hier. So, komm her. So, jetzt erstmal gucken. Hier ist keiner mehr, aber da vorne kommt schon wieder eine ganze Menge. Komm mal, jawohl. So. So, hier haben wir 8. So, jetzt mal ganz kurz warten. Bis die Batterien sich hier wieder aufladen. Dann nehmen wir auch mal noch ein paar Batterien wieder mit. Hell yeah. Ja, der ist ein bisschen tricky, der Typ. Na, komm her, mein Freund. Kali, Baby. Vergessen, dass der sich hier rumbeamt. Komm her. Mensch. Sei doch nicht so schüchtern. Ah, da ist noch eine Thermosflasche. Komm her, du Nasenbär. Ist aber auch schüchtern hier. Na, come on. Jawohl. Gotcha. Holla, die Waldfee. Leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Ja, damit hätten wir das schon mal erledigt. So, dann nehmen wir wieder Batterien mit. Revolvermunition habe ich ja nicht verbraucht. Dann brauche ich aber mal die Thermosflasche da vorne. Wo war sie? Da. Ansonsten... Nicht, dass ich hier noch irgendwelche Graffitis oder so übersehe, aber das werde ich sowieso wahrscheinlich ständig tun. Das ist ja nichts Neues. Groovy. So, da haben wir wieder grüne Knöpfchen. Gut, aber ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt hier mit Carl schon hinter uns. Ein Träumchen. So, Speicherpunkt, das klingt immer gut. Und man glaubt es gar nicht, aber da vorne,
Das sieht doch nach der Tankstelle aus. Ja, I Mensch. recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Ja, die haben ja dieses Deerfest. Das ist bestimmt eine total spannende Angelegenheit. Ich glaube, wir müssen erstmal hier rum, weil ist ja alles eingezäunt. Hier kommen wir so nicht rein. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment. The sane world reasserted itself. Hell yeah. Da vorne liegt auch schon eine Manuskriptseite mal wieder. Was haben wir denn hier Schönes? Stucky ist besessen. Ach, wirklich? Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Ja, der sah ja auch bei der Schlüsselübergabe so ein bisschen aus, als wäre er irgendwie über den Kopf gehauen worden. Und hier ist noch was zum Fokussieren. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Das auch noch. Jetzt haben wir noch Zeit verloren. Na, wenn das keine Aliens sind, dann weiß ich auch nicht. Oh, da hinten ist noch eine Thermosflasche. Take it. Hüpf. So, aber erstmal wollen wir gucken, dass wir hier vielleicht Hilfe holen können. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Ja, und hier ist noch ein weiterer Fernseher. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Ja, sowas haben wir ja auch in der Manuskriptseite gelesen gehabt. Und ja, vielleicht schreiben wir jetzt gerade hier unsere eigene Story, quasi. Oh, ich kann hier was lesen. Das hier. 68. jährliches Hirschfest. 15. bis 18. September. Spiele und Aktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe. Live-Musik. Für die Kinder Hasenzahn Charlie nachmittags und die unglaubliche Phantasmagorie von Montgomery, dem Magier, abends. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade. 3 Ausrufezeichen. Yay. Partei. So, kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Glaube nicht. Raus können wir eh nicht, aber wir müssen, glaube ich, das Telefon benutzen. Bright Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice.